Es waren einmal zwei Geschwister, Alex und Lilly, die in einem abgelegenen Dorf lebten. Sie liebten Abenteuer und die Erkundung neuer Orte. Sie erkundeten alles in der Umgebung ihres Dorfes, aber sie hatten sich noch nie tief in den Wald gewagt. Der Wald war die Heimat alter Legenden und magischer Geschichten. Die Dorfbewohner sagten, der Wald sei geheimnisvoll und gefährlich, und sie hielten die Kinder immer davon ab, dorthin zu gehen. Eines Tages fanden Alex und Lilly eine Schatzkarte, die tief im Wald versteckt war. Die Karte zeigte den Standort eines legendären Schlosses, das vor vielen Jahren verschwunden war. Im Inneren des Schlosses waren unendliche Reichtümer und mächtige Zaubersprüche versteckt. Die Geschwister beschlossen, dieses große Geheimnis zu lüften und den Schatz zu finden. Am nächsten Morgen verließen sie ihr Zuhause, um ihr Abenteuer zu beginnen. Sie nahmen genug zu essen, zu trinken und ein paar nützliche Werkzeuge mit, um das Abenteuer zu bestehen. Als sie am Eingang des Waldes ankamen, hielten sie einen Moment inne, atmeten tief durch und traten ein, wobei sie sich gegenseitig Mut zusprachen. Der Wald war viel größer und komplexer, als sie es sich vorgestellt hatten. Er war voll von wilden Tieren, geheimnisvollen Geräuschen und unerwarteten Hindernissen. Alex und Lilly versuchten, der Karte zu folgen, aber manchmal verloren sie den Weg. Trotzdem unterstützten sie sich gegenseitig und überwanden die Schwierigkeiten. Eines Tages stießen sie am Fuße eines hohen Berges auf eine alte, verfallene Brücke. Hinter der Brücke konnten sie die auf der Karte eingezeichnete Burg sehen. Die Brücke sah jedoch sehr alt und unsicher aus. Sie zögerten einen Moment lang, aber ihr Glaube an den Schatz trieb sie weiter. Vorsichtig und mit gegenseitiger Hilfe gelang es ihnen, die Brücke zu überqueren. Das Schloss war durch jahrelange Vernachlässigung verfallen, aber es war immer noch ein prächtiges Gebäude. Im Inneren fanden sie hinter jeder Ecke ein neues Geheimnis. Magische Bücher, alte Waffen und vergessene Zaubersprüche. Schließlich erreichten sie den tiefsten Raum des Schlosses und fanden dort eine glänzende Truhe, die dem Staub der Zeit trotzte. Als sie die Truhe öffneten, fanden sie nicht nur Gold und Juwelen, sondern auch einen Zettel. Auf dem Zettel stand, dass ein König aus der Vergangenheit den tapferen Herzen, die den Schatz gefunden hatten, neben Reichtümern auch eine magische Kraft zum Schutz ihres Dorfes gegeben hatte. Das Märchen vom verborgenen Königreich könnte für unsere Kinder interessant sein. Alex und Lilly brachten den Schatz und die magische Kraft zurück in ihr Dorf. Die Dorfbewohner feierten den Mut und die Freundlichkeit der Geschwister. Der Wald war für sie nicht länger eine Quelle der Angst, sondern eine geheimnisvolle Welt, die darauf wartete, erkundet zu werden. So ging das Abenteuer von Alex und Lilly zu Ende, aber ihre Geschichte wurde noch jahrelang weiter erzählt. Sie haben allen gezeigt, dass Mut und Brüderlichkeit auch die größten Schwierigkeiten überwinden können. Alex und Lilly, die den Schatz und die magischen Kräfte in ihr Dorf gebracht hatten, waren keine gewöhnlichen Kinder mehr. Mit ihren Herzen voller Mut und Freundlichkeit wurden sie zu den Helden ihres Dorfes. Doch dieses große Abenteuer war nur der Anfang einer größeren Geschichte. Die magische Kraft, die sie in den Tiefen des Schlosses fanden, diente als Schlüssel, der nicht nur ihr Dorf schützen, sondern sie auch zu neuen Abenteuern führen sollte. Einige Wochen später rief der Dorfweiser die Geschwister zu sich. Er erklärte ihnen, dass die magische Kraft einst von einem mächtigen Zauberer erschaffen worden war und dass diese Kraft nur für das Gute eingesetzt werden sollte. Er sagte jedoch, dass diese Macht ein Geschwisterchen habe und dass dieses Geschwisterchen von einem dunklen Wesen gestohlen worden sei. Wenn diese beiden Kräfte zusammenkämen, könnten sie entweder großes Licht oder tiefe Dunkelheit in die Welt bringen. Die Aufgabe von Alex und Lilly bestand also darin, die zweite magische Kraft zu finden und die Welt zu schützen. Als die Geschwister die Bedeutung ihrer neuen Aufgabe erkannten, beschlossen sie, sich auf ein weiteres Abenteuer einzulassen. Diesmal würden sie weit über die Grenzen ihres Dorfes hinausgehen und in unbekannte Länder reisen. Zusätzlich zu den Erfahrungen und dem Mut, den sie bei ihren früheren Abenteuern gesammelt hatten, nahmen sie auch einen magischen Kompass mit, den sie von dem Dorfweisen erhalten hatten. Dieser Kompass sollte ihnen den Standort der zweiten magischen Kraft zeigen und sie vor dem dunklen Wesen schützen. Auf ihrer Reise erkundeten Alex und Lilly Länder mit majestätischen Bergen, tiefen Tälern und ruhigen Seen. Jede Herausforderung, der sie sich stellten, machte sie stärker und festigte ihr Band der Geschwisterlichkeit. Unterwegs begegneten sie gutherzigen Kreaturen und magischen Wesen.
Diese Wesen begleiteten die Geschwister auf ihrer Reise und vermittelten ihnen wertvolles Wissen. Kinder interessieren sich vielleicht für Ozeankinder gegen Monster. Schließlich erreichten sie dort, wohin der Kompass zeigte, tief in einem dunklen Wald, eine geheimnisvolle Höhle, in der die zweite magische Kraft versteckt war. Die Höhle wurde von dem dunklen Wesen bewacht, aber Alex und Lillys Mut und ihre Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, führten dazu, dass sie dieses letzte Hindernis überwinden konnten. Nach einem Kampf mit der Dunkelheit sicherten die Geschwister die zweite magische Kraft und besiegten das Wesen, das die Welt in Dunkelheit tauchen wollte. Als sie ihre magischen Kräfte kombinierten, brachten sie ein unerwartetes Licht in die Welt. Ja, Kinder, dieses Märchen ist hier zu Ende. Danke, dass ihr zugehört habt. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Märchen.